Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem heutigen Marktupdate. Wir beginnen heute mit einer traurigen Nachricht. Charlie Munger ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Wem der Name nicht gleich etwas sagt, Charlie Munger war über Jahrzehnte die rechte Hand und der Partner von Warren Buffett, wird wohl bekannter sein. Und gemeinsam haben die beiden ein sehr großes und erfolgreiches Investment-Imperium aufgebaut. Charlie Munger hat sich da durch viele Tugenden ausgezeichnet. Zusammengefasst könnte man sagen, Geradlinigkeit, Konsequenz, Geduld beim Investieren und ein langer Investmenthorizont beim Investieren. Und ich denke, wenn man sich so manches Kundengespräch vor Augen führt, ich denke, da könnten wir uns alle einige Scheiben von dieser Tugend oder von diesen Tugenden abschneiden und sehen, wie eben erfolgreich investiert wird. Dazu zum zweiten Punkt des heutigen Updates und zu einem durchaus erfreulicheren, nämlich der jüngsten Marktentwicklung. In den letzten Wochen haben sowohl Aktien als auch Anleihen sehr stark zulegen können. Was waren die Gründe? Ich würde meinen, der Hauptgrund war, dass die Investorenschaft nun langsam zu der Überzeugung gelangt, dass die Notenbanken keine weiteren Zinsanhebungen mehr durchführen werden. Und wenn man sich die letzten 2-3 Jahre ansieht, dann waren diese Zinsanhebungen durchaus eine Belastung für die Märkte. Wie kommen die Anleger nun zu dieser Überzeugung? Naja, die Inflation geht langsam, aber doch weiter zurück und die ein oder andere Wirtschaftszahl, auch in den USA, insbesondere in Europa, kommt jetzt zuletzt auch etwas schwächer rein. Und das führt natürlich dazu, dass Zinsanhebungserwartungen jetzt abgehakt werden können. Insbesondere bei den Anleihen, würde ich sagen, ist das eine bemerkenswerte Trendwende. Bei den Aktien sind wir schon eigentlich das ganze Jahr von relativ guten Erwartungen verwöhnt gewesen. Aber die Anleihen haben in den letzten Jahren entweder sehr, sehr niedrige Renditen gehabt, Stichwort Nullzinspolitik, dann im Jahr 2022 einen großen Kursverlust durch steigende Renditen und auch heuer sind die Anleihenrenditen bis in den Herbst weiter gestiegen. Also eigentlich erst zuletzt kann man sagen, sind Anleihen jetzt wieder interessanter geworden. Und viele Anleger haben sich zu Recht oder zu Unrecht auch von der Assetklasse abgewendet. Und ich denke, es wird durchaus eine Zeit lang dauern, bis wieder erkannt wird, dass Anleihen in Zukunft wieder eine interessante Assetklasse sein werden. Damit komme ich zum dritten Punkt des heutigen Updates, zum Thema Volatilität. Und in den letzten Wochen ist die Volatilität am Markt immer weiter zurückgegangen. Das heißt, man könnte sagen, die Märkte sind mit geringen Schwankungen nach oben gegangen. Das ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Geringe Schwankungen bedeutet geringes Risiko. Das bedeutet aber auch, dass viele Anleger dazu tendieren, das in die Zukunft fortzuschreiben. Das kann man auch gut erkennen anhand der sogenannten erwarteten Volatilität oder am VIX-Index. Der VIX-Index ist momentan sehr, sehr niedrig und das bedeutet, dass Anleger mit geringen Schwankungen rechnen, also relativ entspannt sind, relativ optimistisch sind, würde ich sagen. Und das ist gegeben das Umfeld mit geopolitischen Krisen, mit teilweise schwächeren Wirtschaftsdaten, Rezession in der Eurozone, durchaus überraschend. In vielen Fällen hat sich diese vermeintliche Sicherheit, also diese niedrigen Schwankungen, allerdings dann früher oder später als trügerisch herausgestellt. Früher oder später sind dann oft Korrekturen gekommen und deshalb wird dieser Index oder auch diese Beobachtungen geringer Schwankungen von vielen erfolgreichen Anlegern, wie zum Beispiel vom eingangs erwähnten Charlie Munger, so eher als Warnhinweis gesehen für zukünftig vielleicht wieder etwas schwierigere Zeiten am Markt. Ob das auch diesmal so kommen wird, ist natürlich nicht abzusehen und bleibt zu beobachten. Insofern werden wir euch darüber natürlich bei unseren nächsten Marktupdates informieren.
und wünschen euch bis dahin alles Gute und viel Erfolg. Thank you.